Dieser heimliche Lehrplan ist, wenn Menschen ohne Partnerschaft, ohne Partner sind Ja. und sie wünschen und sehnen sich nach einem Partner, dass sie bei mir einen finden. Ja, Martin, ich freue mich, dass ich heute mit dir reden kann über dein Leben und deine Arbeit. Und Und ich freue mich, dass du da bist. danke. Und ich bin sehr begeistert von dem, was du machst. Und ich habe einige Fragen mitgebracht heute an dich. Und damit unsere Zuhörer erstmal wissen, worum es geht, würde ich dich erstmal vorstellen wollen gern. Du hast Pädagogik und Psychologie studiert und warst Grundschullehrer und auch Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Berlin. Und seit 1980 arbeitest du als Diplom-Psychologe und Psychotherapeut, hast deine eigene Praxis und machst eine ganze Reihe von verschiedenen Methoden, zum Beispiel Einzel-, Paar- und Gruppentherapie. Und du hast in der Vergangenheit viele Zentren und Gruppen geleitet, die zum großen Teil in der Gestalttherapie angesiedelt waren. Und seit 1993 machst du ein eigenes Seminar im Finkenwerder Hof, was jedes Jahr mehrmals stattfindet. Und seit 2008 leitest du auch die Gefühlsschule, die viele wöchentliche Seminare anbietet. Und ich bin ja selbst in der Gefühlsschule und war auch auf deinen Seminaren und bin sehr begeistert von dir und deiner Arbeit als Psychotherapeut. Und ich habe jede Menge Fragen mitgebracht heute. Und vielleicht fangen wir gleich mal an. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, was die Gefühlsschule ist und warum du diese Arbeit machst. Okay. Das ist schön, wenn du da über mein Leben redest, dass ich sage, ja, stimmt, das ist mein Leben. Ja. Und ich habe kurz mal nachgerechnet, wenn der Begriff aufgetaucht ist, 2008, dann haben wir 2018, dann haben wir 15 Jahre, dann gibt es 15 Jahre die Gefühlsschule. Und ich muss gestehen, dass das ein wunderbarer Begriff ist. Er beschreibt das, was ich mache, auf eine solche wunderbare Art und Weise. Und ich muss in diesem Zusammenhang natürlich auch die Annette, meine sehr geliebte Frau, erwähnen, weil, soweit ich weiß, war das die Idee von ihr, die ich dankbar übernommen habe. Und in dem Begriff Gefühlsschule ist ja ausgesagt, es geht um das Lernen, Fühlen, Spüren und Ausdrücken von Gefühlen. Und das muss man und kann man lernen. Genau genommen kann man es nicht lernen, weil man schon immer weiß, seit man auf der Welt ist. Aber die Widerstände wegräumen gegen die Gefühle, darum geht es in der Gefühlsschule. Und dass das einen schulischen Charakter hat, wo Menschen zusammenkommen und dass sie üben, gefühlsbezogen miteinander zu kommunizieren, dass sie Hausaufgaben kriegen, mit jemandem zu reden am Telefon und gefühlsbezogen zu reden. Das alles entspricht diesem Begriff der Schule. Und ich sage einfach nochmal, ich liebe diesen Begriff. Und was ich noch mehr liebe, ist, dass meine Schüler diesen Begriff lieben. Sie sprechen sich teilweise so halb scherzhaft, aber doch ernsthaft an als Gefühlsschüler. Wunderbar. Du bist ja auch Pädagoge und hast auch viel Erfahrung in der Pädagogik. Das ist ja vielleicht eine Kombination, die nicht so häufig ist, dass man einen Psychotherapeuten hat, der auch als Pädagoge gearbeitet hat. Ja. Wie würdest du denn den Einfluss von diesem Hintergrund beschreiben auf deine Arbeit? Was machst du denn anders vielleicht als andere Therapeuten? Oder? Ja, außerordentlich stark ist dieser Einfluss. Also ich habe ja an der Pädagogischen Hochschule Lehrerstudium gemacht und da lernt man sozusagen, wie bringe ich einen Sachverhalt so bei, dass es mein Gegenüber, in der Regel Kinder, verstehen. Da muss man sich pädagogische, didaktische und methodische Gedanken machen, von morgens bis abends. Das prägt meine Haltung. Ich bin beseelt von dieser Vorstellung, wie kann ich dir etwas mit auf den Weg geben, dass du das verstehst. Und da sind Gefühle notwendig. Denn ich will dich ja nicht einfach in deinem Kopf erreichen, sondern ich will dich in deinem Herzen erreichen.
Insofern bin ich sehr dankbar, dass ich dieses Studium gemacht habe, dass ich Kinder in der ersten Klasse unterrichtet habe, die ich einfach geliebt habe und die mich geliebt haben und die noch gern in die Schule gekommen sind und die sich gefreut haben auf den Unterricht. Großartig. Das ist eine meiner Visionen, dass Menschen gerne lernen. Und in der Gefühlsschule kriegen wir das hin. Ich will nicht davon reden, dass es natürlich auch mal Einschränkungen und Schwierigkeiten gibt, aber die große Linie ist, die Schüler kommen gern in die Gefühlsschule. Fantastisch. Lernen macht Spaß. Ja, entdecken, sich selbst entdecken, ist mit Freude begleitet. Großartig. Ja. Ja, das habe ich auch selbst oft so erfahren. Und mir hat es auch Spaß gemacht, zu deiner Gefühlsschule zu kommen, auch wenn es oft nicht so leicht war, was da so aufgetaucht ist bei mir. Du hast immer wieder in deiner Arbeit das Liebesfeld erwähnt. Wirst du das mal beschreiben, was das ist? Ja, dazu gibt es natürlich auch eine Geschichte, die vielleicht mehr als 2 Sätze beinhaltet, aber ich glaube, vom Erich Fromm kommt dieser Zusammenhang, wenn man sich und dem dialogischen Prinzip von Martin Buber, wenn man sich voll und ganz auf sein Gegenüber einlässt und wenn ein Energiefluss zwischen meinem Gegenüber und mir entsteht, dann entsteht zwangsläufig, fast zwangsläufig eine Ebene, dass man tiefer rutscht. Und das ist die Ebene der Liebe, der Freundlichkeit, der Herzlichkeit. Und so habe ich nicht angefangen, weil so bin ich nicht ausgebildet worden als junger Psychotherapeut, sondern das war im Wesentlichen in der Gestalttherapie ein methodisches Rüstzeug, was man bekommen hat. Aber das habe ich dann auch durch den Einfluss der Gesprächspsychotherapie von Carl Rogers gemerkt. Letztlich geht es um die Liebe. Und ein wichtiger Satz, der mein Leben begleitet, ist eine Aussage vom Osho, einem spirituellen Meister aus Indien, der sagt, Therapie hilft, Liebe heilt. Großartiger Satz, wunderbarer Satz, mit einer unglaublichen Tiefe. Ja, das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Eine Sache, die ich beobachtet habe in deiner Arbeit, ist, dass sehr viel Erfahrung da ist, in meiner Wahrnehmung gegenüber anderen Ansätzen, dass man sich selbst erleben kann, sehr viel. Und ich weiß, dass es auch in der Gestalttherapie eine Methode ist, dass man im Grunde ein Feld schafft, in dem man sich selbst erleben kann. Und ich wollte dich fragen, wie ist das Verhältnis der Wichtigkeit von ich sage dir, was dein Problem ist, zu ich lasse Leute erfahren, sich selbst erfahren. Ja, also die erste Version, die du gerade geschildert hast, ist die extrem seltene Ausnahme meiner Arbeit. Also dass ich zu jemandem sage in dieser Form, pass mal auf, ich sage dir jetzt mal, was dein Problem ist. Das lehne ich aus ethischen Gründen ab, aber viel wichtiger als die ethischen Gründe sind methodische Überlegungen. Ich weiß ganz genau, dass der Wirkungsgrad von etwas, was mir jemand sagt und was mein Kopf erreicht, außerordentlich begrenzt ist. Ja, das ist ebenfalls ein Rüstzeug, was ich von der Pädagogik her habe. Schüler und Kinder sollen etwas selber erfahren. Das hat bleibende Wirkung. Wenn ich selber in einer Selbsterfahrungssitzung rausfinde, wer ich bin oder dieser Erkenntnis, wer ich bin, ein Stück näher komme, das hat bleibende Wirkung. Das ist nicht jemand, der schlauer ist als du, der dir irgendwas erzählt, was du nicht weißt, sondern du erfährst es buchstäblich selber. Und so sehe ich letztlich meine Aufgabe darin, ein äußeres Feld zur Verfügung zu stellen, in dem Selbsterkenntnis, Selbstoffenbarung möglich ist. Ja, das habe ich auch viel erfahren bei dir. Es hat sich oft angefühlt, zum Beispiel die Seminare im Finkenwerderhof, ein bisschen wie ein emotionaler Spielplatz, so würde ich das manchmal beschreiben, wo man sich mal so ein bisschen ausprobieren kann in ungewöhnlichen Situationen, vielleicht schmerzhafte Erfahrungen wiedererleben kann, wo man
eingeladen ist, neue, oft emotionale Erfahrungen zu machen. Und dann wollte ich dich mal fragen, wie machst du denn das, dass du so einen schönen Spielplatz schaffst, wo man sich so viel erleben kann? Was für Methoden benutzt du dafür? Und worauf kommt es dir da besonders an? Vielleicht zu dem ersten wäre vielleicht wichtig zu sagen, da scheine ich ein gewisses Talent zu haben. Das finde ich auch, ja. Das begeistert mich auch an deiner Arbeit. Das fühlt sich sehr effektiv an auf eine berührende Weise. Ich bin beseelt und ich bin begeistert davon. Und ich finde einfach, dass ich es kann. Ja. Aber natürlich gehört zu dem Können auch hinzu etwas, was ich auch zweifellos aus der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelernt habe, die Methodenvielfalt. Ja? Also, sagen wir mal, ich will dem Psychoanalytiker nicht zu nahe rücken, aber sein methodisches Vielfalt ist, dass er zuhört und ab und zu ein paar Sätze ablässt. Das heißt, die Methodenvielfalt ist nicht besonders vielfältig, sondern Methodenvielfalt ist das Gespräch, die Interaktion, die Gruppenübung, die Reflexion, das Atmen, das sich im Raum bewegen, das Stehenbleiben, das Augenkontakt herstellen, das gefühlsbezogene Sätze zu jemandem sagen, die wilde Atemreise, also Rebirthing oder holotropes Atmen, das Malen, das Schreiben. Ich bin jetzt nicht sicher, ob mir jetzt auf die Schnelle alle eingefallen sind, aber jedenfalls ist es eine große Methodenvielfalt. Und das zeigt sich auch immer wieder, manche Menschen, die steigen total ein, wenn man sagt, mal nach einer Atemreise ein Mandala, mal dich selbst, mal dein Sein. Dann blühen die auf. Nicht nur, dass sie schöne Bilder malen, sondern sie können darüber auch reflektieren und sagen, da bin ich hier, das bin ich und da bewege ich mich so und dazu fällt mir dies und jenes ein. Für andere ist das Malen vielleicht, eine Übung unter vielen. Die stehen vielleicht mehr drauf, stehen bleiben und seinem Gegenüber in die Augen schauen und sagen, ich versuche das Göttliche oder das Spirituelle oder das Tiefe in dir zu sehen. Ich verbinde mich mit deiner Seele. Nur um ein paar Beispiele zu sagen. Ja. Du hast oft gesagt, dass alles Wesentliche in der Entspannung passiert. Kannst du darüber ein paar Worte sagen? Ja. Warum ist das so? Ja. Erstmal möchte ich vielleicht darüber sagen, dass das vielleicht auch ein Merkmal meiner Arbeit ist, dass sich manche Erkenntnisse verdichten. Die verdichten sich in diesem Satz, alles Wesentliche geschieht in der Entspannung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nennenswerte Einwände gegen diesen Satz gibt, aber den so zugespitzt zu verwenden und den sozusagen auch als, als Bonmot zu propagieren, sodass meine Schüler den auch für sich verwenden und ihn als Affirmation für sich selber benutzen. Das ist großartig. Alles Wesentliche geschieht in der Entspannung. Der Grundgedanke ist ganz einfach. Wir sind häufig nicht in einem entspannten Zustand, sondern in einem nervösen, aufgeregten, ängstlichen, vielleicht fast panikartigen Zustand. Dann schaltet sich in uns, um es vielleicht etwas verkürzt zu sagen, der Survival-Modus ein. Wie komme ich am besten aus dieser Situation heraus? Die körperlichen Begleiterscheinungen sind angespannte Bauchmuskulatur, angespannte Kiefermuskulatur, Anstrengung im Hals, Festhalten. Alles ist darauf ausgerichtet, über die Runden zu kommen. Da sind bestimmte Funktionen möglich, die auch unter Stress möglich sind. Aber die wesentlichen, die Einsichten, das tiefe Sinken, das Lieben, das Begeistertsein, das Gefühl der Dankbarkeit sind in dem Zustand von Anspannung nicht vorstellbar, sondern nur im Zustand der Entspannung. Deswegen ist der Satz, hat er eine absolute Gültigkeit. Alles Wesentliche geschieht in der Entspannung.
Und ich habe immer wieder gemerkt, dass in deiner Arbeit oder vor allem in deinen Seminaren ein großer Teil aus meiner Sicht darin investiert wird, diese Entspannung herzustellen auf verschiedene Methoden. Zum Beispiel darüber, dass man atmet, dass man in der Gruppe ankommt, dass man seine Gefühle schildern kann, dass man sich aufgefangen fühlt, dass man fühlt, dass man sich verletzlich zeigen kann und trotzdem wertgeschätzt wird. Ja. Und eine besondere Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist in der Arbeit, die du machst, was mir manchmal so ein bisschen magisch erscheint, ist, dass du, ich glaube, du hast einen Kompass, der Leute sehr schnell in die Emotionen bringt. Und ich habe das Gefühl, du redest mit Leuten, in deiner Therapie zum Beispiel, in der Gruppenarbeit, die ich auch miterlebt habe. Und innerhalb von wenigen Abbiegungen hast du Leute in einer sehr verletzlichen Position oder in vielleicht einer Erinnerung, wo sie sehr starke Emotionen empfinden. Und meine persönliche Beobachtung ist, dass das auch ein Schlüssel ist, warum das so effektiv ist, diese Arbeit, dass Leute starke Emotionen erleben. Wie siehst du das? Wie wichtig sind Emotionen während deiner Arbeit? Naja, es ist ja offensichtlich, also wenn man etwas als Gefühlsschule bezeichnet, dann bezeichnet man das natürlich nicht zufällig so. Es liegt auf der Hand, sondern das Wesentliche sind die Gefühle. Und wie du mich beschreibst, da kann ich mich genau drin wiederfinden. Ein Schlüssel dazu ist so simpel, dass es mir fast unangenehm ist, diese Einfachheit zu beschreiben. Ich frage Menschen, was fühlst du? Mhm. Das ist kein großes Geheimnis, ich frage sie einfach. Also wenn mir jemand eine Geschichte erzählt und ich kriege nicht so richtig mit, was ist mit dieser Person los, sie erzählt mir einen äußeren Sachverhalt, ja, dann weiß ich in meinem Hinterkopf, auf diesem Weg findet keine Heilung statt. Das heißt, ich bin aber respektvoll. Ich sage nicht, deine theoretischen Aussagen interessieren mich nicht, sondern ich sage, ich lenke ihn sozusagen vorsichtig, leicht manipulativ auf eine andere Ebene, indem ich sage, danke für die Aussagen, die du gemacht hast. Ich wäre mal neugierig, wie du dich gerade fühlst. Ja. Und natürlich Leute, die mich länger kennen, für die ist diese Frage keine Überraschung mehr, weil sie erleben sie hunderte, tausende Male. Mhm. Für Menschen, die mich neu kennen, ist es manchmal überraschend. Und sie halten einen Moment inne. Dann sage ich vielleicht noch, um herauszufinden, wie man sich fühlt, ist es gut, nach innen zu gehen. Also die äußeren Gedanken ruhen zu lassen und sagen, wie fühle ich mich? Also ist mein Bauch entspannt, fließt mein Atem ruhig und tief und regelmäßig oder umgekehrt, fühle ich mich angespannt, fühle ich mich nervös, fühle ich mich aufgeregt, fühle ich mich unter Leistungsdruck. Wenn der Betreffende mir das mitteilt, dann sind wir mittendrin, dann kommt die nächste Frage und dann kommt die übernächste Frage. Und ich versuche Menschen im Rahmen meiner Möglichkeit dazu zu bringen, mit ihren Gefühlen in Kontakt zu kommen. Ja. Yeah. Was machst du dann mit diesen Gefühlen? Ich habe oft die Einstellung von dir gemerkt, dass du ausdrückst in deiner Arbeit, Gefühle sollten gefühlt werden, die sollten nicht weggesteckt werden und zugedeckt, sodass man die nicht mehr erreichen kann. Ja. Sondern es ist wichtig, dass man die an die Oberfläche bringt und die fühlt. Und dann hatte ich immer gestaunt, dass du dann oft das so stehen lässt, dass du sagst, du lädst quasi die Leute ein, die zu dir kommen, fühle dieses Gefühl. Und für mich war es immer interessant zu beobachten, dass das alles ist eigentlich, was du dann oft machst damit. Ja. Wie kann das denn funktionieren? War es das dann? Warum funktioniert das so? Warum machst du das so? Ja. Das waren ja jetzt eine Reihe von Fragen in deinen Aussagen. Ich versuche meinem Gegenüber oder beziehungsweise der ganzen Gruppe das Gefühl zu geben,
jedes Gefühl ist zu fühlen, ist völlig in Ordnung. Es gibt also keine Gefühle, die erstrebenswert sind und andere, die man am besten nicht haben sollte, sondern alle Gefühle sind gleichermaßen eingeladen, gefühlt zu werden. Das ist eine radikale Veränderung, für die meisten jedenfalls, wenn sie auf ihre Kindheit schauen. Ein Kind ist wütend, ein natürliches Gefühl, und strampelt mit den Beinen oder schreit rum, weil es das oder jenes nicht bekommt. Dann signalisiert die Mutter und der Vater, dieses Gefühl ist nicht in Ordnung. Was macht das Kind? Vater und Mutter sind die Götter für das Kind. Das Kind versucht also, dieses Gefühl zu unterdrücken. Und wie kommt es dann daher? Unruhig, ja. Angehaltenen Bauch, ja. Angespannte Bauch. Ja? Das heißt, das Kind lernt als Überlebensmechanismus ein Gefühl, was nicht erwünscht ist, zu unterdrücken. Abzuspalten, könnte man auch sagen. Und dadurch ist die Lebendigkeit des Kindes herabgesetzt. Und dann bleibt dieses Muster bestehen, auch wenn man längst nicht mehr unter dem Einflussbereich von Vater und Mutter ist, unterdrückt man sozusagen ärgerliche, wütende, vielleicht hasserfüllte Gefühle. Also das heißt, alleine die Erfahrung in einer Gruppe zu machen, ich bin hier mit allen meinen Gefühlen willkommen. Mit Eifersucht, mit Geiz, mit Niedertracht, mit Lieblosigkeit, mit Vorwürfen und so weiter. Und natürlich auch mit sehnsuchtsvollen Gefühlen, mit begehrlichen Gefühlen, mit allem bin ich willkommen. Das schafft ein solches liberales Klima im wahrsten Sinne des Wortes, dass manche Menschen innerhalb von wenigen Stunden einfach völlig begeistert sind. Und sie erleben das als Paradies. Hier darf ich sein, wie ich bin. Du hast es angesprochen, dass wir oft als Kind die Erfahrung machen, dass Gefühle etwas sind, was im Weg steht für Erfolg und für im Grunde Funktionieren in der Gesellschaft. Ich habe auch die Wahrnehmung, dass das in unserer Kultur sehr verankert ist. Also nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule so propagiert wird, dass die Gefühle eigentlich in den Hintergrund gestellt werden an vielen Stellen. Dass wir vielleicht auch das zum Teil der Industrialisierung schulden, dass Gefühle gar keinen Platz hatten, ganz lange, dass man auf Funktionieren getrimmt war, dass man seinen Teil macht in der Gesellschaft und für Gefühle war da vielleicht gar kein Raum da. Und ich habe das Gefühl, dass das noch sehr tief in unserer Kultur, in unserer westlichen Kultur verankert ist. Ja. Wie ist das ein Teil, den du mit deiner Arbeit versuchst vielleicht zu verbessern oder was möchtest du mit deiner Arbeit in diesem Kontext erreichen? Ja, absolut. Meine Überzeugung ist, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Gefühle einen höheren Stellenwert bekommen, als sie haben. Dass sie sozusagen die Triebfeder unseres Lebens sind. Gefühle verbessern unsere Lebensqualität immens. Gefühle haben Orientierungsfunktion. Gefühle intensivieren unsere intuitiven Fähigkeiten, wenn wir Gefühle einfach fließen lassen. Ich erzähle in dem Zusammenhang gern die Geschichte, wo sich viele Menschen wiederfinden. Gar nicht so sehr, wenn man eine autoritäre oder lieblose Kindheit hat. Stellen wir uns die Situation vor, ein Kind wird abends ins Bett gebracht, die Mutter setzt sich an den Bettrand und dann sagt das Kind, Mama, ich habe Angst. Und die Mama in guter Absicht sagt, du brauchst keine Angst zu haben, die Wohnungstür ist abgeschlossen. Was lernt das Kind? Das Kind lernt oder weiß, die Mama hat es nicht so gern, wenn ich Angst habe. Das fängt das Kind mit seinen feinen Antennen auf. Ja. Ja?
und verdrängt die Angst. Mhm. Und für die Mutter ist es die einfachste Lösung. Die Angst ist jetzt weg, weil die Tür ist ja abgeschlossen. Dass die Angst überhaupt nichts damit zu tun hat, ob die Tür zu oder auf ist, das geht völlig verloren. Ja. Denn Angst ist ein Bestandteil des Lebens. Und wenn die Mutter keine Angst vor ihrer Angst hätte, könnte sie vielleicht das Kind in den Arm nehmen und sagen, ich verstehe das, ich habe auch manchmal Angst. Komm her. Aber nicht mit dem Sinn, dem Kind die Angst auszureden, sondern es zu trösten in seiner Angst. Jetzt weiß ich nicht, du hast, glaube ich, auch noch was anderes gesagt. Ach so, um den gesellschaftlichen Beitrag. Mhm. Ja, davon träume ich sozusagen, dass Politiker ihre Tränen zeigen können, dass Menschen in gehobenen Positionen sagen, ich weiß keine Lösung für dieses Problem, weil das anscheinend wissen ja immer alle alles, wie es geht. Und in Wirklichkeit ist die Unsicherheit unser zentraler Baustein. Auch dazu fällt mir eine kleine Geschichte ein, die ich sehr liebe. Und ich erzähle häufig kleine Geschichten. Ich glaube, sie stammt vom Lao Tse. Der sagt, ich verstehe gar nicht, warum die Menschen alle so sicher sind. Ich verbringe mein Leben, wie wenn ich ständig auf einer ganz dünnen Scholle von Eis mich bewege. Und da finde ich mich wieder. Ich bilde mir ein, alles zu wissen, durchzublicken, Überblick zu haben. Nicht der Fall. Mhm. Unsicherheit, Verletzlichkeit, der Zustand des Nichtwissens sind eigentlich unser Wesenselement. Und das sind alles Dinge, die ich versuche mit meinen Gefühlsschülern zu besprechen und immer wieder anzuregen, sozusagen, um über den Tellerrand hinaus zu sehen. Ja, was du angesprochen hast, gerade das erinnert mich, dass Verletzlichkeit in deiner Arbeit einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Und ich habe das Gefühl, dass du oft versuchst, mit deiner Arbeit Menschen eine positive Erfahrung mit Verletzlichkeit zu geben, weil du sie als so fundamental ansiehst, um sich zu entwickeln, um Wachstum zu haben. Kannst du vielleicht sagen, was Verletzlichkeit für dich bedeutet in deiner Arbeit? Ja, ich liebe dieses Wort. Ich habe vor 10, 12 Jahren, kann ich mich noch vage erinnern, einen Vortrag gehalten, der hieß, selig sind die Verletzlichen. Der bezieht sich ja auf wichtige Erkenntnisse, die Jesus in der Bergpredigt mitgeteilt hat. Er hat es nicht so gesagt, sondern er hat es ähnlich gesagt. Ich habe mir erlaubt, es zu verändern. Selig sind die Verletzlichen, denn das Himmelreich ist ihrer. Das ist tatsächlich der Versuch, die Vorstellungen, die wir im Kopf haben, auf den Kopf zu drehen, also umzudrehen. Denn uns wird beigebracht, versuch dich immer möglichst sicher zu verhalten. Dann kommst du im Beruf besser klar, dann blickst du durch, dann weißt du, was Sache ist. Sicherheit ist das Erstrebenswerte. Aber bin ich denn sicher? Weiß ich, ob ich morgen noch lebe oder von einem Auto überfahren werde oder mich meine Frau verlässt oder meine Tochter schwer erkrankt? Nichts weiß ich davon. Und ich erkenne an, um ein Beispiel für die Verletzlichkeit zu sagen, jemand redet mit mir und zieht die Stirn in Falten oder macht eine scharfzüngige Bemerkung. Und es kann sein, dass mich das für 2 Tage beeinflusst und behindert sozusagen und ich anfange über diese Person nachzudenken, mich zu ärgern oder mir Schuldgefühle zu machen. Das ist meine Wirklichkeit. Ich bin verletzlich. Jemand kann mich auch vergleichsweise schnell verletzen. Ich bin alles andere als souverän und fest und stabil. Ich bin eher durchlässig. Deswegen selig sind die Verletzlichen. Denn das Himmelreich ist ihrer.
Ich stelle dir mal eine provokative Frage. Was bringt es denn, verletzlich zu sein? Warum sollte, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, oder er hat so viel Erfahrung gemacht, so Verletzlichkeit, da werde ich verletzt, wie es schon im Wort steckt. Warum sollte der das denn nochmal probieren, sich verletzlich zu machen? Ist es nicht ein bisschen doof? Ich provoziere dich jetzt mal damit. Ja, naja, das bringt mich ja dazu, noch tiefer über die Sache nachzudenken. Ich kann es vielleicht auch so sagen, meine Verletzlichkeit ist auch meine Lebendigkeit. Ich will gar nicht mehr, ich habe gar nicht mehr den Anspruch, ich will gar nicht mehr als Martin Ribot mit einer festen und zusammengehaltenen Haltung durch die Welt zu gehen. Ich liebe meine Verletzlichkeit. Ich weiß, dass nicht jeder diese Auffassung teilt, denn manche Menschen träumen immer noch diesen Traum, unverletzlich zu sein. Das durchzieht die Menschheitsgeschichte. Menschen haben angefangen, sie eine Rüstung anzuziehen, damit sie nicht mehr verletzlich sind. Aber dann haben die anderen auch eine Rüstung gehabt. Und dann haben sie versucht, die andere Person umzudrehen, denn an irgendeiner Stelle ist immer irgendjemand unverletzlich. Nehmen wir den Reagan an, der hat gesagt, er will den Weltraum kontrollieren. Aber die anderen wollen auch den Weltraum kontrollieren. Es haut nie hin. Okay. Eine Frage oder eine Besonderheit, finde ich, an deiner Auffassung ist, wie du zu Schuld stehst. Und auch Verantwortung in dem Zusammenhang. Es gibt ja, hast selbst gesagt, im Christentum wird zum Beispiel ein sehr starker Begriff von Schuld geprägt, der sehr belastend sein kann und der im Grunde auf Menschen aufliegt und sie müssen quasi diese Schuld ertragen, wenn sie etwas gegen das Wertesystem vom Christentum gemacht haben. Und wie stehst du denn zu Schuld? Also erstmal muss ich das Christentum ein bisschen in Schutz nehmen. Das haben die Repräsentanten des Christentums daraus gemacht. Die haben einen Schuldkomplex entwickelt, der, wenn man es etwas zynisch sagt, hervorragend funktioniert bis zum heutigen Tage. Man hat einfach gesagt, du bist grundsätzlich ein schuldbehafteter Mensch. Aber wenn du brav bist und zur Kirche gehst und Geld zahlst, dann können wir dir von deiner Schuld befreien. Als Kontrollinstrument. Ein riesiges Kontrollinstrument, was funktioniert bei vielen Menschen. Der Gott, den ich mir gebastelt habe, sozusagen, es ist vollkommen außerhalb seiner Vorstellungskraft, dass ich schuldig bin. Wofür denn auch? Oder dass du schuldig bist für irgendetwas. Das gibt es nicht. Und dann fällt das Herrschaftssystem völlig zusammen. Wenn du schuldlos bist und ich bin schuldlos, wer kann da noch wen kontrollieren? Niemand mehr. Großartige Vorstellung. Wir sind verantwortlich für unser Verhalten. Ich remple jemand an und der ist etwas irritiert. Und dann sage ich, oh, tut mir leid, das war nicht in meiner Absicht. Und dann ist es erledigt. Denn zu unserem Dasein gehört, dass wir unachtsam sind. Wir rempeln jemand an, wir vergessen was, wir fallen jemand ins Wort, wir sind gehässig auf irgendjemand. Das ist unser menschliches Wesen. Und wenn wir auf unser Verhalten zurückschauen, können wir sagen, oh, das tut mir leid, da war ich nicht im Vollbesitz meiner psychischen Kompetenzen. Das tut mir leid. Ich bringe mein Bedauern zum Ausdruck und damit ist die Sache erledigt. Während das Schuldprinzip ist ja ein dauerhaftes. Ich fühle mich andauernd schuldig, weil ich vor fünf Jahren zu dieser oder jener Person das und jenes gesagt habe. Das ist nicht so intendiert. Wir sind freie Wesen. Wir sind verdammt sozusagen,
ein freundliches, lustvolles, pralles Leben zu führen. Wir sind nicht dafür da auf der Welt, dass wir uns schuldig fühlen. Vollkommener Blödsinn. Ja, ich finde, das ist eine sehr kraftvolle Idee, dass man Verantwortung übernimmt, aber wie du es selbst mal gesagt hast, dieses nagende Gefühl loslässt, ich bin schuldig, Ja. weil das nicht, auch in meiner Erfahrung, nicht produktiv ist. Es führt Gar zu nicht. nichts. Ja. Es hilft macht uns niemandem. klein, es macht uns buckelig, es macht uns unterwürfig. Genau wie es intendiert ist. Die da oben brauchen Buckelnde da unten. Ja. Ja. Wie siehst du die Rolle von menschlicher Beziehung in der Selbstentfaltung? Du hast mal gesagt, oder ich glaube, du bist zumindest der Meinung, dass Beziehungen auch fundamental sind für die Selbstentfaltung, weil es vielleicht die intensivste Art ist, sich selbst zu erleben. Kannst du das beschreiben? Ja. Es beruht ja letztlich auch auf einer fast banalen Grunderkenntnis. So etwas wie ein Individuum, wie wir das in der Wissenschaft machen. Wir trennen das Individuum von allem, von dem gesamten Umfeld und untersuchen das Individuum. Für wissenschaftliche Zwecke mag das passend sein. Mit der Wirklichkeit hat es nur begrenzt was zu tun, denn wir sind ohne unser Umfeld nicht denkbar. Wir sind immer eingebunden. Wir sind immer in einem kommunikativen Beziehungsgeflecht eingebunden. Ich rede jetzt zum Beispiel anders, wie wenn mir jemand anderer gegenüber sitzen würde, der andere Fragen stellen würde. Ich beziehe mich auf dich. Wir lächeln uns zwischendurch ab und zu an und ich höre, was du sagst, ich beziehe mich darauf. Erinnerungen an unsere gemeinsame Arbeit tauchen auf. Kurz und gut, man kann den Satz vielleicht so formulieren, alles Leben ist Beziehung. Dann hätten wir schon wieder eine Weisheit. Wir haben gesagt, alles Wesentliche geschieht in der Entspannung, war vorher das Thema und jetzt alles Leben ist Beziehung. Ich bin immer in Beziehung. Fangen wir mit dem einfachsten Beispiel an. Wenn der Sauerstoff um mich herum nicht wäre, dann wäre ich nach 2 Minuten tot. Oder lass es 3 Minuten sein. Ich bin mit dem Sauerstoff in einem ständigen Austausch. Ich nehme den Sauerstoff, ich atme ein, ich atme aus, ich gebe die verbrauchte Luft zurück und atme neu ein. Ich beziehe mich auf dich. Ich beziehe mich auf meine Frau bezieht sich auf mich. Der Umstand, dass ein Leben ohne Beziehungen undenkbar wäre, unvorstellbar. Wir sind immer in Beziehung. Und in der Beziehung, das hast du ja auch angesprochen, in der Beziehung mit jemand erkenne ich mich selbst. Ich brauche sozusagen den anderen, um mich selbst zu erkennen. Ich brauche den Spiegel, ich brauche das Lächeln, ich brauche die Resonanz, ich brauche den gemeinsamen energetischen Tanz, um mich selbst zu erkennen, wer ich bin. Deswegen sind die Versuche, mich alleine in eine Höhle zu setzen und zu sagen, wer bin ich, von begrenzter Wirkung. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht geht, aber es ist sehr begrenzt. Wir brauchen einander, um uns zu erkennen. Das ist ja auch ein zentrales Element von vielen Angeboten, die du hast in der Gefühlsschule, dass du sehr großen Wert oft auf Gruppenarbeit legst. Und ich erinnere mich an unser erstes Gespräch, glaube ich, wo ich dich gefragt habe, ob ich bei dir Einzelstunden nehmen kann, weil ich ja gerne was mit mir machen würde. Und ich erinnere mich an den Gedanken, den ich hatte damals, den ich mittlerweile lustig finde, dass ich gedacht habe, aber ich will doch eigentlich ich will doch die Zeit mit mir verbringen und ich möchte doch mein Problem besprechen und nicht das Problem von den anderen. Und warum sagst du denn jetzt, dass ich in einer Gruppe gut aufgehoben wäre? Und ich erinnere mich, dass ich so ein bisschen verärgert war sogar von dieser Ansage von dir, dass das am besten funktioniert und ich habe das nicht verstanden. Und
das, was du gerade gesagt hast, beschreibt ja einen großen Grund, warum Gruppen so wohltuend sind, um sich selbst zu erleben, weil man sich in der Beziehung so gut selbst erleben kann und das alleine oder vielleicht nur mit dem Therapeuten nicht so leicht möglich ist. Und das habe ich auch sehr viel erfahren. Und ist das der Grund, warum du so viel Gruppenarbeit machst? Oder genau. Gibt es da noch mehr? Ich könnte vielleicht noch hinzufügen, weil mir das gerade eingefallen ist, es gibt so im schamanischen Kontext so einen Satz, sinngemäß, es bedarf eines ganzen Dorfes, um ein Kind zu erziehen. Das ist wunderschön, ja. Der ist wunderschön. Ja. Und wenn ich das mal interpretiere, dann kriegt das Kind, das Dorf, was aus 200 Leuten besteht, dann kriegt es 200 Spiegel vorgehalten. Yeah. Und in jedem sieht es etwas anderes, etwas Neues, eine neue Facette von sich selbst, bedingt durch den Spiegel. Mhm. So, wenn ich das auf den Lernprozess beziehe von Gruppen, wenn ich diagnostische und psychotherapeutische Begründungen dagegen spreche, ist das normale Wachstum, die normale Entwicklung, die Entwicklung mit anderen Menschen zusammen. Ganz einfach deswegen, um das Zitat nochmal zu wiederholen, weil wenn 15 Leute in einer Gruppe sind, kriege ich 15 Spiegel. Ich reibe mich an der Person X, ich erfreue mich an der Person Y, ich fühle mich hingezogen zur Person Z und jeder repräsentiert etwas anderes. Es ist einfach ein viel effektiveres Lernen. Ja, und das habe ich dann auch selbst erlebt. Ich habe so viele wertvolle Erfahrungen gehabt in deinen Gruppen, weil andere Personen ähnliche Erfahrungen in meinem Leben gemacht haben, weil sie sich auf mich bezogen haben, weil sie mir ihre Gefühle zu meinem Verhalten erzählt haben. Und das passt vielleicht auch zu diesem Spielplatzprinzip, dass man ein ganzes Bouquet von Erfahrungen sammeln kann dabei. Du stellst schlaue Fragen. Oh, danke schön. Hast du selbst beobachtet, dass deine Methode bei manchen Menschen nicht funktioniert? Und vielleicht in dem Kontext auch, wie wählst du die Leute aus, die in deine Gruppen und in deine Arbeit kommen? Nach welchen Kriterien suchst du dir das aus? Ja, fange ich mit dem zweiten an. Also ich führe mit jedem. Extreme Ausnahmen haben sich fast immer herausgestellt, dass es nicht gut war, mit jedem ein Vorgespräch. Yeah. Das ist ein richtig ernsthaftes, psychotherapeutisches, anamnestisches Gespräch. Ich frage ihn und verschaffe mir einen Eindruck von der Belastbarkeit dieser Person. Und ich verschaffe mir einen Eindruck, und das ist vielleicht viel wichtiger, ob wir beide miteinander können. Ob es eine Resonanz gibt, einen Tanz zwischen dieser Person und mir. Und natürlich, und da komme ich jetzt zu dem zweiten Teil von deiner Frage, ist es nicht immer so, sondern manchmal kann man vielleicht auch sagen, es passt einfach nicht so richtig. Weil ich repräsentiere einen bestimmten Teil und der gefällt nicht jedem. Er gefällt Gott sei Dank relativ vielen, aber er gefällt nicht allen. Sondern es gibt auch Menschen, die gehen wieder weg und sagen, nee, das ist nicht so mein Ding, oder der ist irgendwie ein bisschen komisch, oder der ist ein bisschen zu schulbezogen, oder der ist ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Also ich führe mit jedem ein Gespräch. In diesem Gespräch gibt es natürlich auch keine Garantie, dass nicht längerfristig Schwierigkeiten auftreten könnten. Also es wäre eine Anmaßung zu glauben, ich wüsste dann, es passt, sondern es ist ein Eindruck, so ein gefühlsmäßiger Eindruck. Und es wenden sich auch Menschen wieder von mir ab und das bedauere ich sehr und ich kann für mich dann einfach nur sagen, die Welt und insbesondere die Welt von Berlin ist ja riesengroß und es gibt ungezählte andere Möglichkeiten für Wachstum und ich kann dann dieser Person nur alles Gute wünschen.
Das Gleiche ist, meine Gruppen, die gehen ja immer für ein Semester, also etwas weniger als ein halbes Jahr. Und nach diesem halben Jahr kann man überlegen, ob man die Gruppe fortsetzt oder aufhört. Und da gibt es manche, die tauchen nicht richtig ein und gehen dann auch nach einem halben Jahr. Und die, mit denen, die treffe ich dann auch selten. Die melden sich nicht wieder und dann ist es vorbei. Und dann gibt es viele andere, Gott sei Dank die große Mehrheit, die finden, das ist der richtige Platz für mich und bleiben auch länger und wachsen und gedeihen, dass es eine Freude ist. Ja. Wie hat sich das ausgewirkt auf die Leute, die du betreut hast? Was war so das Feedback, was du bekommen hast? Du hast ja jetzt sicherlich tausenden Leuten geholfen in ihrem Leben. Wie war das Endergebnis im Durchschnitt oder die Verteilung? Fangen wir mal mit dem an, was mich am meisten begeistert. Ich habe ja so einen heimlichen Lehrplan. Erzähl mal davon bitte. Und dieser heimliche Lehrplan ist, wenn Menschen ohne Partnerschaft, ohne Partner sind und sie wünschen und sehnen sich nach einem Partner, dass sie bei mir einen finden. Das heißt, ich kupple extrem gerne. Ja. Das ist sozusagen ein objektivierbarer Erfolg. Ja. Ja, also wir haben uns bei dir kennengelernt und wir sind zusammen und wir sind glücklich und nach so und so vielen Jahren noch, da tanzt und hüpft mein Herz. Nicht so. Wie viele Gefühlsschulpärchen gibt es? Ich würde mal schätzen, über die Jahre hinweg, circa 20 vielleicht. Ja, das sind schon viele. Das sind viele Leben verändert. Ja. Du hast die Gefühlsschule ja auch mal Liebesschule genannt. Genau, ja. Wenn dann wieder der Eindruck entsteht, es ist also nur ein Pool, wo sich Paare bilden, dann muss ich dann da auch wieder dagegen opponieren, weil das ist eine ernsthafte Selbsterfahrung. Aber wenn in diesem Prozess sozusagen sich das Herz öffnet, und das wundert einen ja auch nicht, ja, also in der Arbeit wird das Herz offen und durchlässig und dann sieht man sein Gegenüber auch mit diesen liebenden, begehrenden Augen. Und dann findet Annäherung und Interaktion statt. Ich wiederhole mich nochmal, darüber freue ich mich außerordentlich. Manchmal ist es auch so, dass sich Paare bilden und die entscheiden sich dann aufgrund welcher Überlegungen auch immer. Der eine geht in die eine Gruppe und der andere geht in die andere Gruppe, sodass sie einen getrennten Wachstumsprozess machen, aber trotzdem verbunden sind. Ja. Okay, ich möchte es jetzt mal dabei belassen und zum nächsten Teil kommen, der so ein bisschen